Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Folge meiner Gesundheitsvideos. Über natürliche Probiotika in Form von fermentiertem Gemüse hatten wir ja schon einmal gesprochen. Das Video dazu verlinke ich euch hier oben in den Infokarten, inshallah. Weil aber fermentiertes Gemüse so überaus gesund ist, möchte ich euch einfach noch ein Video dazu zeigen. Und zwar diesmal, wie ich meinen fermentierten Blumenkohl und auch wie ich mein eigenes Sauerkraut herstelle. Denn diese zwei Rezepte der natürlichen Probiotika gefallen mir persönlich am besten. Und deshalb zeige ich euch zuerst, wie ich meinen fermentierten Blumenkohl selber herstelle. Und dazu habe ich mir einen Bio-Blumenkohl gekauft und den zuallererst mal von den Blättern hier und von dem Strunk befreit. Und dann habe ich ihn gewogen. Das Wiegen ist allerdings hier nicht so wichtig. Das ist nur dann wichtig im Falle von Sauerkraut, wenn man es auf die klassische Art und Weise herstellt, ohne eine Salzlake dazuzugeben, also ohne Wasser mit Salz dazuzugeben, indem man nur den eigenen Saft vom Sauerkraut dafür benutzt und eben nur Salz hinzugibt. Das habe ich in diesem Video aber nicht so gehandhabt. Zuallererst habe ich jetzt hier den Blumenkohl hergestellt, wie ihr gesehen habt, in kleine Röschen geschnitten und in 2 Gläser gefüllt. Hinzu kommen dann jetzt noch die Gewürze und die habe ich jetzt auch wieder abgewogen, aber wie gesagt, das war jetzt in diesem Fall nicht so wichtig. Und zwar habe ich hier jetzt Knoblauch genommen, alles von Bio-Qualität, ein Stück Ingwer und auch frischen Kurkuma und eine halbe Zwiebel. Die habe ich dann alle ganz fein geraspelt auf der feinen Seite einer Gemüsereibe. Man sieht hier schon, wie gelb diese Gemüsereibe ist. Das kommt von dem Kurkuma. Der färbt einfach alles, was mit ihm in Berührung kommt, stark gelb und das geht einfach nicht mehr weg hinterher. Khair inshallah. Ja, auf jeden Fall, wie ihr seht, haben wir jetzt alles hier klein geraspelt und zwar habe ich diese 4 Gewürze benutzt, einfach weil die lecker schmecken in dem Ferment, aber auch weil sie so unglaublich gesund sind. Und nur im rohen Zustand sind sie so gesund und im fermentierten Zustand sind sie eben noch am allergesündesten. Ja, und wie ihr schon von meinem anderen Video wisst, liefern fermentierte Gemüse lebendige Bakterienkulturen. Diese sorgen eben für eine gesunde Darmflora, stärken unsere Abwehrkräfte und machen immun gegen viele Krankheiten. Und rohes fermentiertes Gemüse ist eben lebendige Nahrung, die natürliche Enzyme und aktive Milchsäurebakterien enthält. Und gerade diese nützlichen Winzlinge schaffen ein gesundes, ausgewogenes Milieu in unseren Verdauungsorganen und harmonisieren unsere Darmflora. Ein großer Teil unseres Immunsystems findet sich ja im Darm und wenn der Darm gesund ist, haben unwillkommene Eindringlinge, also schädliche Bakterien, Parasiten und Pilze, aber auch viele chronische Krankheiten keine Chance mehr. Subhanallah. Ja, wie ihr gerade gesehen habt, haben wir jetzt 1 Liter destilliertes Wasser abgefüllt und dazu geben wir jetzt 20 Gramm von diesem Himalaya-Salz dazu. Das werden wir ganz genau abmessen, das ist wichtig, denn wir sollten ja immer eine 20-prozentige Salzlage zu dem Gemüse hinzugeben. Mit der Ausnahme bei Zucchini, da gibt man dann eine 30-prozentige Salzlage hinzu. Wir sehen, es sind genau 20 Gramm hier von dem Himalaya-Salz. Das kommt nun zu 1 Liter Wasser hinzu, wird dann gut mit dem Wasser aufgelöst, darin gut verrührt. Wichtig ist auch, dass man das Wasser hier nur mit einem Holzlöffel verrührt, nicht mit einem Metalllöffel, weil Metall ein elektrischer Leiter ist, der die Energieinformationen des Salzes zerstören würde. Kein Leitungswasser sollte verwendet werden und kein anderes Salz. Immer im Verhältnis von 1 Liter destilliertem Wasser zu 20 Gramm Himalaya-Salz. Zu dieser Blumenkohlmischung habe ich dann noch etwas frischen Bio-Pfeffer, also frisch gestoßenen Bio-Pfeffer hinzugegeben, einfach wegen dem Kurkuma, der da drin enthalten ist. Denn Kurkuma ist viel bioverfügbar, wenn er mit Pfeffer in Kombination steht, unter anderem aber auch mit Fett und Wärme, aber diese 2 Zutaten kann man jetzt hier nicht dazugeben. Damit haben wir den Blumenkohl fertig für die Fermentation vorbereitet. Jetzt wenden wir uns dem Weißkohl zu, entfernen das äußere Blatt und entfernen nochmal ein Blatt, welches wir dann später als Abdeckung benutzen werden und schneiden den Weißkohl in 4 Viertel und entfernen jeweils den Strunk. Und wenn man jetzt das klassische Sauerkraut herstellen möchte, könnte man den Weißkohl jetzt einfach auf einer Gemüsereibe raspeln. Das war mir jetzt aber einfach zu anstrengend hier, deswegen habe ich den einfach in kleine Würfel geschnitten. Und anstelle der klassischen Zubereitung, wo man einfach nur den Sauerkraut zerstampft und eben kein Wasser hinzugibt, sondern nur Salz, habe ich den jetzt hier genauso wie den Blumenkohl hergestellt, indem ich halt auch hier wieder verschiedene Gewürze hinzugegeben habe, wie zum Beispiel hier jetzt Knoblauch, Ingwer, Kurkuma und auch ein paar Karotten, die ich geraspelt habe, als eben auch wieder die ganz normale Salzsohle mit Wasser und Salz. Weil das am einfachsten geht, wenn man ihn klassisch herstellen würde, dann würde man ihn halt hier kräftig zerstampfen und zerreiben mit der Hand. Das dauert eine ziemlich
Langeweile, bis der eigene Saft austritt, aber der ist immer sehr spärlich und würde dann das Sauerkraut nur sehr wenig bedecken. Ja, und auch hier gebe ich wieder frisch gestoßenen Biopfeffer hinzu, wegen dem Kurkuma darin. Und wie wir gesehen haben, haben wir eben jetzt alles hier schön zerrieben, auch die Karotten. Und ich finde, farblich passt das alles sehr schön zusammen. Das gibt eben dem Ganzen eine sehr schöne Farbe am Ende, diese orangene Farbe. Ja, und das wird jetzt einfach alles in die Gläser gefüllt, genau wie eben auch bei dem Blumenkohl. Und wir schließen das Ganze mit einem Stück von diesem Kohlblatt ab, damit am Ende eben nichts an die Oberfläche kommen kann, und beschweren das Ganze nochmal mit einem Stein, wenn möglich, bevor wir dann die Salzlake hinzugeben werden. Denn wichtig ist ja immer, dass das Gemüse am Ende dann nicht mit Sauerstoff in Berührung kommt. Es muss halt immer unter der Salzlake alles bleiben. Hier messen wir wieder das Salz ab, immer 20 Gramm auf 1 Liter destilliertes Wasser, um dann eben die 20-prozentige Salzlake damit herzustellen. Auf dem Biogemüse, welches wir ausschließlich für die Fermentation benutzen, befinden sich bereits natürliche Milchsäurebakterien, die auch in unserem Darm leben. Diese Milchsäurebakterien fangen unter anaeroben Bedingungen, also ohne Sauerstoff, an, den im Weißkohl enthaltenen Zucker in Milchsäure umzuwandeln. Durch diese Reaktion schaffen sich die Bakterien ein saures Milieu, in welchem nur sie gedeihen können und schädliche Fäulnisbakterien keinen Platz haben. Je wärmer die Außentemperatur, desto schneller läuft die Fermentation ab, und je länger man das Kraut fermentieren lässt, desto intensiver wird der Geschmack. Rohes, fermentiertes Sauerkraut enthält einerseits noch sehr viele Vitamine und Mineralstoffe und andererseits die wertvollen Milchsäurebakterien, die sich während dem Fermentieren schön vermehren konnten. Diese Milchsäurebakterien sind auch Bestandteil unserer Darmflora, daher ist fermentiertes Gemüse wie Sauerkraut oder auch eben dieser Blumenkohl ein tolles Probiotikum und kann uns dabei helfen, unsere Darmflora aufzubauen. Außerdem ist in frischen fermentierten Lebensmitteln ein sehr hoher Gehalt an Vitaminen und Phytonährstoffen vorhanden. Phytonährstoffe werden manchmal auch als sekundäre Pflanzenstoffe bezeichnet. Es handelt sich um natürliche bioaktive Substanzen, die nur in pflanzlicher Nahrung vorkommen und in unserem Körper antioxidativ, immunstimulierend und gerinnungshemmend zur Tat schreiten. Mit diesen Eigenschaften wirken sie den wichtigsten aller heutigen Todesursachen wie Krebs, Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen entgegen. Die positiven Wirkungen von solchen natürlichen Probiotika beginnen bei einer besseren Verdauung und helfen bei der Aufnahme von Nährstoffen. Ein weiterer großer Vorteil dieser nützlichen probiotischen Bakterien im Magen-Darm-Trakt besteht in der Verdrängung von schädlichen Fäulnisbakterien, Pilzen und anderen Parasiten. Diese werden allerdings erst schädlich, wenn sie sich im Übermaß ausbreiten können, wenn also nicht genügend probiotische Bakterien vorhanden sind, die sie in Schach halten. Deshalb sind probiotische Bakterien in Form von fermentiertem Gemüse absolut notwendig für unsere Gesundheit. Auch werden sie für das Immunsystem benötigt, denn die kleinen Darmbewohner haben scheinbar sogar einen Einfluss auf unsere Psyche. Denn erst kürzlich wurden Zusammenhänge zwischen einem geringen Gehalt an Probiotika im Darm und Angstzuständen, Depressionen, Autismus und vielen anderen mentalen Leiden festgestellt. Subhanallah. Die Nutzen von Probiotika sind noch viel größer, als ich sie hier aufzählen kann, und deshalb sollte man unbedingt täglich fermentiertes Gemüse in den täglichen Speisenplan integrieren. Hier seht ihr jetzt wieder, wie das Ferment arbeitet, also wie das Ganze hier jetzt Blasen macht und blubbert. So sieht es aus, wenn es eben arbeitet, und das dauert ungefähr 3 bis 4 Tage, je nach Außentemperatur. Jetzt im Sommer würde es sehr viel schneller voranschreiten als zum Beispiel im Winter. Wichtig ist, wie gesagt, dass man jeden Tag einmal den Deckel öffnet, um die Gase entweichen zu lassen, und danach schließt man ihn gleich wieder, damit eben kein Sauerstoff an das Ferment gelangen kann. Während der Fermentation vermehren sich die nützlichen Bakterien und wandeln den Zucker und die Stärke, die natürlicherweise im Gemüse vorkommen, in Milchsäure um. Das Ergebnis ist ein hochwertiges Produkt, das man in dieser Qualität nirgends kaufen kann. Subhanallah. Ein Produkt, mit dem man die eigene Gesundheit unterstützen und das Leben sogar verlängern kann. Subhanallah. Fermentiertes Gemüse, wie zum Beispiel dieser köstliche Blumenkohl hier, ist nicht nur preiswerter als probiotische Nahrungsergänzungsmittel, sondern es enthält auch noch lebenswichtige Enzyme sowie wertvolle lebendige Milchsäurebakterien, die für die eigene Gesundheit aktiv werden. Man kann es theoretisch mit jeder Mahlzeit kombinieren oder auch zum Beispiel hier in einen Salat geben, wie wir das jetzt hier in dem Fall gleich sehen werden. Wie ihr gerade gesehen habt, gebe ich auch immer gesunde Sprossen in meinen Salat, und zwar täglich. Und genauso gebe ich täglich fermentiertes Gemüse in meinen Salat, je nachdem, was ich da gerade fermentiert habe.
Dieses obere Kohlblatt, das kann man auch nochmal klein in kleine Würfel schneiden und zu dem Salat hinzugeben. Das mache ich dann auch immer, also das wirft man auf gar keinen Fall weg. Ja, und dann kommt eben hier dieses leckere selbstgemachte Sauerkraut mit diesen herrlichen Gewürzen dazu in den Salat. Auch von der Lake gebe ich dann immer noch einen Esslöffel dazu. Die Lake ist natürlich dann auch richtig gesund, also die bleibt am Ende meistens immer noch ein bisschen übrig, wenn das Ferment dann aufgebraucht ist. Dann kann man das theoretisch trinken oder auch einfach immer zu dem Salat löffelsweise dazugeben. Hier gebe ich jetzt genauso von diesem fermentierten Blumenkohl ein paar Löffel noch dazu, also ordentlich viel gebe ich jeden Tag in meinen Salat. Das schmeckt richtig köstlich, Mashallah, weil es hat eben diesen sauer-salzigen Geschmack, was gut in den Salat passt, aber auch zu jeder anderen Mahlzeit könnte man es als Beilage reichen. Schmeckt einfach zu allem immer sehr lecker, finde ich, Mashallah. Wichtig ist einfach, dass man wirklich jeden Tag etwas von dem fermentierten Gemüse zu sich nimmt. Man sollte das wirklich jeden Tag essen, damit die schädlichen Bakterien im Darm einfach immer unter Kontrolle gehalten werden, die Darmflora gesund bleibt und unsere Gesundheit allgemein immer erhalten bleibt, Inshallah. Hier seht ihr noch meine gekeimten und getrockneten Hanfsamen. Davon gebe ich jeden Tag einen Teelöffel in meinen Salat. Das ist eine sehr gute Omega-3-Fettquelle. Genauso auch wie das native Bio-Leinöl. Denn wir sollten ja auch darauf achten, dass wir genug von den Omega-3-Fettsäuren zu uns nehmen. Hier gebe ich jetzt noch einen Viertel Teelöffel von meinem Avocado-Kernpulver hinzu und ebenso die gleiche Menge von dem Moringa-Pulver. Das ist ja die nährstoffreichste Pflanze der Welt. Deshalb sollte man ruhig täglich auch davon immer etwas zu sich nehmen. Ja, so sieht dann dieser köstliche Salat aus, den ich jeden Tag zu mir nehme. Einfach lecker und vor allem hochgesund, Mashallah. Wenn man möchte, könnte man theoretisch auch noch einen selbstgemachten probiotischen veganen Joghurt hinzugeben, wie zum Beispiel mein probiotischer Kokosjoghurt. Das Video dazu verlinke ich euch hier nochmal. Hauptsache ist und bleibt einfach, dass man täglich probiotische, gesunde, selbstgemachte Lebensmittel zu sich nimmt, wie zum Beispiel in Form von veganem Kokosjoghurt und oder fermentiertem Gemüse wie dieser köstliche Blumenkohl oder eben auch das selbstgemachte Sauerkraut, was wir im Video jetzt gesehen haben. Damit hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video wieder dazu inspirieren konnte, mehr selbstgemachtes, fermentiertes, hochgesundes Gemüse in den täglichen Speiseplan zu integrieren, um damit die Gesundheit zu erhalten und das eigene Leben zu verlängern, Inshallah. In diesem Sinne wünsche ich euch gute Gesundheit und dann sehen wir uns Inshallah wieder beim nächsten Video. Liebe Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.